Die USA feiern 250 Jahre Unabhängigkeit. Wir stellen uns die Frage, ob es das mit der amerikanischen Dominanz vielleicht schon gewesen ist. Und damit herzlich willkommen zurück beim Podcast Geopolitik und Märkte. Mein Name ist Amadeus Quist und in diesem Podcast moderiere ich wöchentlich die Diskussion unserer Experten und begrüße damit zunächst einmal Werner Halver. Ja, hallo zusammen, Werner Halver, mein Name, Hochschullehrer für internationale Wirtschaft, Wirtschaftspolitik und Weltwirtschaftsgeografie. Und ich bin Sebastian von Brefort, Stabsoffizier am Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, hier aber nicht in dienstlicher Funktion. Ja, vielen Dank und hallo an euch beide. Wir haben uns in der letzten Folge sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie die USA zu einer großen Weltmacht aufgestiegen sind und auch auf die inneren Widersprüche und vieles anderes geblickt. Heute wollen wir uns der Frage widmen, wann und wie diese Position der USA denn zu bröckeln begann. Sebastian, wo erkennst du denn erste Anzeichen dieser Machterosion? Ja, manchmal ist es ja nicht so, dass man irgendwie den Finger auf ein genaues Datum legen kann und allerdings wirklich sichtbar geworden ist dieser Erosionsprozess am deutlichsten nach dem 11. September. Da hat man gemerkt, okay, dass die USA, dass sich da was verändert. Und zwar ganz wesentlich, wenn es nur zu einem Anschlag gekommen wäre. Die USA hatten ja durchaus die Möglichkeit, auch anders zu reagieren. Allerdings die Reaktion darauf hat quasi diesen Prozess nochmal beschleunigt. Und zwar war es dann halt eben ganz konkret mit dem Irakkrieg und dem sogenannten War on Terror. Und dadurch hat die USA in gewisser Weise die eigene Legitimität untergraben, also sprich, für Demokratie einzustehen und für die gerechte Sache zu sein. Und da konnte man irgendwann nicht mehr sagen, okay, diese Gründe, die zu dem Krieg geführt haben, waren die vorgeschoben, war das berechtigt? Also die Zweifel waren sehr groß und man hat gesehen, dass das Ansehen der USA halt eben insgesamt darunter gelitten haben. Und ja, und darüber hinaus kann man nicht mal sagen, dass diese Intervention irgendwie irgendeinen positiven Effekt gezeitigt hätten. Ganz im Gegenteil, der hat neue Instabilitäten erzeugt. Und ja, wenn man dann jetzt nur ein paar Jahre zurückblickt, dann sieht man halt, ja, der Afghanistan-Abzug 2021 ist sozusagen wie so ein symbolischer Einschnitt. Es war ein denkwürdiger Abzug, um es mal so auszudrücken, und sicherlich kein großer Erfolg. Also das Land befindet sich die Afghanistan befindet sich in einem bemitleidenswerten Zustand und auch der Abzug der westlichen Kräfte war problematisch. Und so denke ich, wenn man da so diesen ganzen Prozess blickt, so seit dem 11. September 2001, da hat dieser Erosionsprozess begonnen, damals halt noch nicht so richtig stark wahrnehmbar, aber heute hat es so eine Form angenommen, dass man sagt, ja, es ist nicht mehr zu leugnen. Wie ist es denn dabei um die transatlantischen Beziehungen gestellt? Ja, ich glaube, es hat immer wieder mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten gegeben. Als sich Gerhard Schröder gegen die Beteiligung am Irakkrieg gegen die Beteiligung am Irakkrieg ausgesprochen hat, waren die Beziehungen auch mal belastet. Allerdings hat das natürlich jetzt mit heute ganz neue Formen angenommen, weil ein gewisses Maß am Umgang miteinander wurde immer eingehalten. Unter Donald Trump hat das ganz neue Formen angenommen. Dann haben die Europäer wieder alle einmal durchgeatmet, als Joe Biden 4 Jahre Präsident war. Allerdings sieht man jetzt, dass allerspätestens mit der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump hat sich der Kurs sogar noch weiter verschärft. Und Europa gilt schlichtweg auch einfach gar nicht mehr als Wertepartner. Und Kooperation betrachtet die USA noch stärker als zuvor, mehr aus einer transaktionalen Perspektive und hat ein Nutzenkalkül. Und man kann ganz klar feststellen, die Brechenbarkeit der USA nimmt ab. Und das ist ja für einen Hegemon oder für eine Weltmacht bedenklich, wenn andere Staaten sagen, ja, eigentlich weiß man gar nicht so ganz genau, womit wir es da zu tun haben und mit welchen Reaktionen wir rechnen können. Das ist schwer vorhersehbar mittlerweile. Woran würdest du denn das Verhältnis konkret erkennen, welches sich jetzt gerade so verschlechtert? Was sind da so die typischsten Merkmale deiner Meinung nach? Ja, das ist eine gute Nachfrage, weil ich meine, in der Medienwelt von heutzutage, da wird über alles lange berichtet und wie lange Donald Trump die Hand von irgendwen und wie freundlich klopft er irgendwen anders auf die Schulter. Aber das jetzt einfach mal alles
zur Seite geschoben, weil ich denke, das sind Medienthemen, die aber auf der ganz konkreten Ebene eigentlich keine Bedeutung haben. Aber wenn wir uns dann halt mal wirklich angucken, okay, wo gibt es ganz konkrete politische Maßnahmen, die wirklich Relevanz haben, dann ist es halt zum Beispiel der sogenannte Liberation Day, den Donald Trump ausgerufen hat, wo er die ganze Welt mit Zöllen überzogen hat, also eine derart breite Zollpolitik betrieben hat, wo dann selbst irgendwelche Inseln mit Zöllen belegt wurden, wo de facto keine Menschen leben. Das ist und ja, das war dann ökonomischer Nationalismus in Reinform und hat dann ganz negative Auswirkungen natürlich auf die Weltwirtschaft, aber halt auch eben auf die europäische und die deutsche Wirtschaft gehabt. Und da denkt man ja, okay, dass die USA sich da halt sonst als Stabilitätsanker der globalen Wirtschaft jetzt diesen Ordnungspfeiler nicht mehr innehaben und Wirtschaftspolitik zum Instrument von geopolitischer oder geoökonomischer Politik wird. Ja, und das ist bedenklich. Und da denke ich, das ist ein Punkt. Und der über das geoökonomische hinausgeht, dann halt natürlich die nationale Sicherheitsstrategie, die neu verabschiedet wurde, wo ja America First steht im Zentrum. Und die Weltpolitik, Geopolitik, ist immer mehr ein Denken von Konkurrenz, Macht und Dominanz. Und wenn man dieses Dokument sich tatsächlich auch mal durchliest, dann kann man dann mit Erschrecken feststellen, dass der Ton, über den Europa da geschrieben wird, äußerst negativ ist. Und diese Kritik, die geht allerdings, von dieser Kritik werden allerdings dann andere Staaten, die autoritär geführt sind, halt ausgespart. Und ich denke, das sind jetzt eben, um auf deine Frage zurückzukommen, ganz konkrete Dinge, wo man sieht, okay, hier hat sich das Verhältnis USA Europa verschlechtert und es ist nicht nur irgendwie auf so einer emotionalen Ebene, wo man sagt, okay, die kommen nicht gut mit Donald Trump zurecht. Nein, das ist ganz konkrete Politik, an der sich das ablesen lässt. Stichwort Dominanz. Wir haben in der letzten Folge auch über die Monroe-Doktrin gesprochen. Dabei geht es ja auch um die Einteilung der Welt in Einflusssphären. Heute wird relativ häufig von der sogenannten Donroe-Doktrin gesprochen. Was hat es damit auf sich? Ja, du hast das in der letzten Folge gut dargestellt. Ich wollte es nur einmal kurz aufgreifen, weil es halt auch mittlerweile zum Selbstverständnis von Donald Trump gehört, so dass er halt dann irgendwie solche Begriffe neu prägt und dann eben in Anspielung auf die Monroe-Doktrine des 19. Jahrhunderts jetzt halt eben auch die Donroe-Doktrin, die Donald Trump-Doktrine definiert hat. Und das ist halt eben, dass die westliche Hemisphäre als Kernbereich von amerikanischen Interessen definiert wird und damit einhergehend, aber auch ein offensiveres Interventionsverständnis der USA wieder. Und das ist interessant, weil auf der einen Seite hat er versprochen, halt Kriege zu beenden und auf der anderen Seite zeigt er sich dann doch recht begeistert, dann halt eben doch zu intervenieren. In Venezuela, das war, glaube ich, ganz nach seinem Geschmack, das ging schnell, das war Primetime-tauglich sozusagen, das war spektakulär und schnell wieder vorbei. Und allerdings hat man jetzt im Iran jetzt gesehen, ja, so einfach ist das halt nicht immer. Und das ist dann, das kann man als Ausdruck eben von dieser Donroe-Doktrin verstehen. Es scheint ja auch ein wirklich sehr, sehr großer Kontrast zu sein, eben zu dem, wie sich die USA beispielsweise auch noch vor 20 Jahren verhalten haben in der Weltpolitik. Was hat sich im Vergleich zu vor 20 Jahren denn außerdem noch so verändert? Ja, also die USA hatten vor 20 Jahren das Selbstverständnis, dass sie schon noch irgendwo eine globale Ordnungsmacht waren, an denen sich die Länder, die sich dem wohlgesonnen sahen, irgendwie auch orientieren konnten. Also das ist ja nun vollkommen weg. Also das ist halt wirklich weg von Ordnungspolitik oder Ordnungsmacht hin zur reinen Machtpolitik. Und da können dann halt auch vermeintlich verbündete Länder wie aus Europa oder so, können da unter die Räder kommen und dann halt einfach da das Nachsehen haben. Und dann andere Länder, die dann vielleicht autoritär regiert sind, können dann halt plötzlich sich in einer besseren Position wiederfinden. Also das ist, die Art und Weise, wie offensiv diese eigenen nationalen Interessen formuliert und verfolgt werden, quasi so ohne Rücksicht auf andere und einfach die Macht des Stärkeren zählt da. Also das hat in dieser Form hat es vor 20 Jahren nicht gegeben, wenngleich die USA auch vor 20 Jahren natürlich die eigenen Interessen verfolgt haben, aber die Art und Weise, wie das halt formuliert wird und mit welcher offensiven Weise das halt auch gemacht wird, das ist hat schon neue Form angenommen.
Okay, wir möchten diesen Selbstanspruch der USA und dieses Selbstbild natürlich auch nicht nur aus der politischen Perspektive heraus betrachten, sondern es hat ja auch einen sehr, sehr großen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage des Landes und auch dem wirtschaftlichen Status der USA in der Welt. Werner, welches sind denn die Stärken und vielleicht aber auch die Schwächen der US-Wirtschaft heutzutage? Ja, auf jeden Fall muss man Politik und Wirtschaft zusammendenken. Ich denke sogar vor dem Hintergrund der sehr starken Bedeutung der sogenannten Soft Power, die von den USA ausgeht im kulturellen Bereich, muss man das sogar als dritte Ebene auch noch berücksichtigen. Also der ganze American Way of Life und vor allen Dingen natürlich Popkultur. Die meisten Menschen in Deutschland haben eine Jeans im Kleiderschrank, Coca-Cola-Kultur, der Jazz, um das nochmal aufs 20. Jahrhundert zu beziehen. Das sind natürlich alles Dinge, die haben letztendlich auch der Politik geholfen, die den amerikanischen Weg, das Versprechen, was dahinter steht, das Freiheitsversprechen für jeden Einzelnen, attraktiv zu machen für viele auf der Welt. Und gleichzeitig sehen wir halt, der Wirtschaft in den USA geht's eigentlich schon seit einer ganzen Reihe von Jahrzehnten nicht mehr besonders gut. Das kriegen wir gar nicht so richtig hier immer mit, weil wir sehen dann bestimmte Internetfirmen, die wir täglich nutzen, zumindest die schönen Geräte und die Software von diesen Firmen. Wir sehen hochmoderne Elektroautos eines Unternehmens, dessen Vorstandsvorsitzender nicht so ganz unumstritten ist, auch in Deutschland aufgrund seines politischen Engagements. Was wir nicht sehen, der ganze Bereich Elektrotechnik und auch Automobil hat jeweils noch so gut 6% Beitrag zur Wirtschaftsleistung in den USA. Der größte Industriebereich heute in den USA ist tatsächlich die Chemie und die Pharmazie. Und die steht so gar nicht so im Mittelpunkt der alltäglichen Betrachtung. Und dahinter steht eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Nämlich die Schwäche, dass die Industrien, die mal Amerika stark gemacht haben, die Autoindustrie, vorher natürlich Eisen- und Stahlindustrie, teilweise sogar die Textilwirtschaft, die sind mehr oder weniger weg in ihrer Bedeutung. Es gibt noch ein paar Reste. Wer mal Detroit besucht, der weiß, wie es da mal halt ausgesehen haben muss und sieht, dass die Stadt sich extrem schwer tut, oder die gesamte Region aus den Trümmern der zerbrochenen Autoindustrie letztendlich wieder neu aufzuerstehen. Also wir haben schon ein starkes Problem, dass Amerika an Industrie im engeren Sinne des Wortes, also die Amerikaner sagen Manufacturing dazu, verloren haben. Donald Trump läuft ja auch immer in der Gegend rum und sagt, wir holen die alten Industriearbeitsplätze zurück. Und das kann er natürlich nicht. Da gibt es keine historischen Belege, dass das jemals geklappt hat. Also zurück von China oder zurück von anderen bösen Staaten aus seiner Sicht. Aber was auch Amerika natürlich fehlt, ist die klare Perspektive, wo kann ich mich wirtschaftlich in der Zukunft positionieren, um letztendlich diese vielen Herausforderungen, die ich habe, auch bewerkstelligen zu können. Wir haben es immer gesagt, die Amerikaner sind so ungefähr seit dem 11. September 2001 sichtbar angeschlagen. Das beginnt natürlich schon früher. Das ist einfach ein Overstretch. Man hat sich militärisch übernommen und man hat es halt nicht mehr geschafft, auf der Welt so ökonomisch dominant zu sein, dass ich quasi alles finanzieren kann, was ich da auch an militärischen Vorhaben, beziehungsweise allein durch sture Präsenz in einigen Ländern halt an Kosten habe. Und das ist quasi die große Herausforderung der USA. Wie kann ich mich neu positionieren in diesem System? Und diese Neupositionierung der Wirtschaft, das geht nicht von Washington aus, auch wenn das halt gerne suggeriert wird. Das wird in den Entscheidungsebenen, Etagen der großen Unternehmen halt entschieden. Was können wir noch machen in den USA? Und sicherlich haben wir eine sehr imposante Start-up-Kultur, aber allein auf den Industriebereich bezogen ist die Handelsbilanz seit langem schon negativ.
Ja, das ist ja auch etwas, was Trump immer Werner, angemahnt hat. darf ich einmal kurz einhaken? Ja. Ist das nicht vielleicht auch einfach die Gegenwart? So, der tertiäre Sektor dominiert und wir müssen uns halt daran gewöhnen, okay, Leute, demnächst stehen wir halt nicht mehr in der Fabrik und produzieren da, sondern die neuen Jobs entstehen halt in anderen Bereichen. Ist das nicht auch jetzt vielleicht auch bezogen auf Deutschland irgendwie eine Zukunft, der wir ins Auge blicken müssen? Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, das dahinterstehende Konzept, also Sektorentheorie, danach wird der tertiäre Sektor im Laufe der Zeit bedeutsamer, das ist aber immer nur relativ betrachtet. Schwierig wird es dann, wenn ein Land halt tatsächlich an Industrie absolut verliert. Und das sehen wir in den USA. Nur kurz zum Vergleich, um das einzuordnen. Der landwirtschaftliche Sektor hat eigentlich keine große Bedeutung mehr. Und trotzdem werden heute in den USA mehr Agrargüter produziert als vor 100 Jahren. Ja, aber die Menschen, die das machen, die sind weniger geworden und zum anderen sind die anderen Sektoren stärker gewachsen. Und dieses zusätzliche Wachstum, das geht den USA verloren, weil eben zum einen neue Konkurrenten da sind. Das ist halt das, womit sich die Amerikaner früher ausgezeichnet haben. Da kommen neue Konkurrenten, ja gut, dann bereichern die den Markt. Und heute stehen sie ziemlich hilflos da und sagen, was soll man denn machen? Die haben uns die Arbeitsplätze weggenommen, die klauen uns die Technologie. Ich übertreibe das jetzt mal verbal, aber in die Richtung geht es natürlich. Und jetzt müssen wir die Wirtschaft abschotten. Neomerkantilismus ist das Fachwort dafür. Und die Folge wird sein, dass sich Amerika immer weniger dem Wettbewerb stellt. Und wir wissen, das kommt nicht gut. Ne? Das geht immer zu Lasten der Zukunft. Den kann ich folgen, aber gleichzeitig blicken wir doch aus Deutschland immer so ein bisschen neidisch dann in die USA, wenn dann halt von diesem Magnificent Seven die Rede ist, diese großen Tech-Konzerne, so, und wir dann nur sagen, ja, wir haben nur SAP und die wurden aber auch schon vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gegründet. Ja, in 70er Deswegen, Jahren. Ja. Aber offensichtlich ist doch da noch diese Innovationskraft. Sind wir da nicht dann vielleicht ein bisschen zu negativ über die USA? Die Industrie ist letztendlich die treibende Kraft für den Dienstleistungsbereich. Nicht? Man kann sich das so vorstellen, wenn es keine Industrie gibt, in Präsenz, an Standort USA produzierend, dann entstehen viele Dienstleistungen, am einfachsten Transportdienstleistungen, Wartung, Entwicklung, entstehen dann einfach nicht drumherum. Und deswegen kann man letztendlich auch die Entwicklung der großen Tech-Konzerne nicht so ganz losgelöst sehen. Man produziert ja meistens, also es sind ja einige, die auch wirklich Industrieprodukte produzieren. Wenn ich an Apple denke, das meiste wird in China produziert, ein Teil jetzt in China. Ja, entwickelt wird aber in Cupertino in Silicon Valley. Das ist sehr typisch, dass letztendlich diese dispositiven, hochrangigen Dienstleistungen da bleiben. Aber alles, was Arbeitsplätze auch schafft für Menschen, die wenig Qualifikation haben, davon gibt es in den USA sehr, sehr viele. Diese Jobs sind nicht da und das ist die große Stärke der Amerikaner früher gewesen, diese Jobs bereitzustellen, damit auch das Wirtschaftswachstum für viele möglich zu machen. Und das fällt immer mehr weg, weil diese Jobs halt tatsächlich eben auch ins Ausland abgewandert sind. Ja, und das ist wirklich interessant, weil da hatten halt immer Amerikaner auch ohne Hochschulabschluss die Möglichkeit, einen relativ gut bezahlten Job zu bekommen. Und wenn man jetzt Bilder aus den Rust Belt sieht oder aus diesen Regionen, wo dann halt früher mal diese Werke standen, da findet teilweise eine regelrechte Verelendung statt, die uns in Deutschland in dieser Form auch überhaupt nicht bekannt ist. Also das Ausmaß der Armut, das da in manchen ländlichen Regionen vorherrscht, das ist beängstigend. Ja, die Idee vom Tellerwäscher zum Bankdirektor, das geht einfach nicht mehr. Oder in den seltensten Fällen noch. Und das wir nennen das ja soziale Mobilität in den Wissenschaften und das geht einfach nicht mehr. Man hat diese Jobs nicht mehr und das hat eben tatsächlich die Globalisierung auch für Amerika mitgebracht, was an für sich genommen nicht schwierig ist, aber ich muss dann halt es schaffen, als Volkswirtschaft eben auch neue Industrien zu entwickeln, die auch Möglichkeiten bieten für Beschäftigte, die eben aus welchen Gründen nun auch immer nicht in der Lage sind, halt so viel Bildung zu genießen oder Humankapital zu bekommen, wie wir das so schön in der Ökonomie sagen. Und diese Jobs fallen weg.
Und das ist ein großes, großes Problem für die Amerikaner in Zukunft, weil diese Idee, die ursprünglich da war, man muss sich jetzt neu erfinden. Man kann diesen Weg nicht mehr gehen. Man muss auch, was den Dienstleistungssektor betrifft, natürlich auch festhalten, dass wir zwar ein Wachstum haben, was die Jobs und Arbeitsplätze betrifft, die entstehen aber vorwiegend eben im Bereich Hospitality, in der Gastronomie, also eigentlich sehr niedrig entlohnte Dienstleistungen. Und dann noch viele neue Arbeitsplätze, die im Bereich Healthcare entstehen, also im Gesundheitssystem. Aber das jetzt nicht unbedingt immer die allerhochwertigsten Dienstleistungen sind. Also wenn man da genauer hinschaut, ist das auch eben so ein gewisses Ja, und bei einem meiner letzten Problem. Besuche in den USA bin ich dann in so eine Art Bäckerei reingegangen, wollte was kaufen, aber da war gar kein Verkäufer mehr, sondern man hält die Kreditkarte am Eingang hin, da wird erstmal so ein Betrag abgebucht, dann geht man rein und nimmt sich das, was man haben will an Lebensmitteln. Und ich war da ganz verdutzt gewesen. Ich bin dann rausgegangen, wollte rausgehen und wo rechne ich denn jetzt ab? Nee, das ist nicht nötig, das haben die Kameras schon längst erfasst. Und tatsächlich der exakte Betrag wurde mir dann von der Kreditkarte abgebucht, also das, was tatsächlich zu zahlen war. Ich brauche gar keine Leute mehr in dem dispositiven Bereich des Verkaufswesens. Das ist natürlich jetzt mal eine Ausnahmesituation. Das ist noch nicht überall dort zu sehen. Aber das ist die Tendenz, die wir sehen, dass natürlich die technologische Entwicklung einfache Tätigkeiten immer weniger notwendig machen. Und darunter werden die USA natürlich besonders leiden, weil wir eben doch eine große Zahl von Menschen haben, die tatsächlich eben wenig qualifiziert sind. Was mich da auch immer sehr erstaunt und auch interessiert ist, die USA haben eigentlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren eben dieses Handelsbilanzdefizit, was die Güterexporte betrifft. Gleichzeitig ist man aber als Land eben auch einfach sehr, sehr stark fokussiert auf den großen Binnenmarkt. Wenn jetzt nun die politische Idee daherkommt, man holt quasi den Manufacturing Belt wieder zurück in die USA, geht denn so etwas? Wir haben eigentlich in der Geschichte gesehen, dass Merkantilismus kein besonders erfolgsversprechendes Prinzip ist. Ja, ganz im Gegenteil. Nein, das geht nicht. Ne? Es geht so lange, wenn man die Märkte abschottet. Ne? Also wenn ich hohe Zollhürden dorthin setze, dann kann ich so tun, als könnte ich tatsächlich Jobs zurückholen. Aber das sind dann eben nicht mehr die wahren Preise für den Produktionsfaktor Arbeit. Und das wird natürlich irgendwann, wenn mal Stunde der Wahrheit kommt, quasi Zahltag, wenn die Grenzen wieder geöffnet werden müssen für Waren aus dem Ausland, dann wird das natürlich zu einer bitteren Abrechnung werden für diejenigen, die das machen. Aber du hast völlig recht, merkantile Strukturen waren eigentlich nie erfolgreich. Und deswegen galt das eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften auch als überwunden. Die Amerikaner waren ja eigentlich die Treiber gewesen für mehr Welthandel, für offene Märkte. Sogar die Republikanische Partei, aus der ja Donald Trump stammt, das waren immer die Vorreiter gewesen für keine Zölle, Zollabbau, nicht tarifäre Hemmnisse, die sollen abgebaut werden. Die Chinesen wurden kritisiert für ihre Zollpolitik. Ja, und auf einmal macht man das alles nach. Das ist die Strategie, die man jetzt fährt. Und ich wage sehr zu bezweifeln, dass man damit auf Dauer erfolgreich sein wird. Aber je länger man das macht, desto schwieriger wird das für die USA werden, in Zukunft entsprechend zu agieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das geht dann wieder so ein bisschen in die Politik eher rein, dass man sich in Amerika mittlerweile, in den USA mittlerweile darauf verständigt hat, dass wir in einer multipolaren Welt leben, politisch und auch ökonomisch. Man wird auf Dauer sagen müssen, die Asiaten werden ein wichtiger Global Player werden, insbesondere die Chinesen. Und man wird ihnen einen Großteil dieses internationalen Business überlassen müssen. Und dann ist die Frage, ob die restlichen sogenannten Emerging Markets Länder, die BRICS-Staaten da noch eine Rolle spielen werden. Und die USA sind dann quasi Nummer 1, Nummer 2, je nachdem. Aber sie werden nicht mehr die dominante Wirtschaftsmacht sein. Und ob die Europäer damit noch eine Rolle spielen werden, das werden wir sehen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie flexibel unsere Märkte sich gestalten. Aber das ist meine Vermutung in der Zukunft, dass man sich eigentlich dann viel stärker wieder regionalisiert. Und das deutet auch so ein bisschen die Politik an, dass man sagt, wir wollen uns jetzt abschotten, vielleicht sogar mit
militärischen oder mit einem gewissen politischen Fokus, weg von den Bedingungen des Kalten Krieges und hofft dann letztendlich in diesem kleinen Refugium oder kleineren Refugium, da kommt die Monroe-Doktrin nämlich letztendlich wieder ins Spiel. Man fokussiert sich dann eigentlich im Wesentlichen auf Amerika, Mittel- und Südamerika, die dann wieder mehr in den Fokus genommen werden. In dem Kontext muss man Venezuela sehen, Kuba sehen, die Aktivitäten, die dort stehen. Ja, und dann wird die große spannende Frage auch für die Wirtschaft der USA in Zukunft sein, wie weit wird der asiatische Raum amerikanisch orientiert bleiben? Oder inwieweit wird er am Ende auch chinesisch sich orientieren? Damit sind gemeint Südkorea, Japan, die Philippinen, also Staaten, die heute eine starke wirtschaftliche Beziehung zu den USA haben. Und das wird nicht nur politisch-militärisch von Interesse sein, ganz sicher auch ökonomisch. Und da kann ich den Zuschauern auch nur empfehlen, die Folge 2 und 3 zu gucken, weil da beschäftigen wir uns nämlich ganz genau mit diesem Indo-Pazifik, ein sehr spannender Bereich, in der wahrscheinlich in Zukunft auch noch mal viel relevanter wird. Sebastian, was ist denn dein abschließendes Urteil? Wie ist das um die Weltmacht USA bestellt? Ja, es ist gar nicht leichter, ein abschließendes Urteil zu fällen, aber wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, was sind eigentlich die Pfeiler der amerikanischen Macht. Und jetzt muss ich zu dem Fazit kommen, dass sowohl in militärischer, wirtschaftlicher, institutioneller, aber auch in normativer Hinsicht die Macht der USA abgenommen hat und erodiert ist. Jetzt wird das nicht irgendwann gegen Null gehen. So negativ bin ich da natürlich nicht. Die USA bleiben mächtig, aber ähnlich wie Werner das auch gerade gesagt hat, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, ja klar, werden die eine Macht bleiben, aber es werden halt andere Machtzentren auch entstehen. Und vor allem so, was ja aus deutscher, europäischer Perspektive ist, wir sollten uns nicht mehr darauf verlassen, dass eben die USA diese liberale Ordnung weiter trägt. So, da muss jetzt Europa für die eigenen Interessen einstehen in Zukunft. Und das ist ganz wichtig. Und dann eben auch die in letzter Folge angesprochene Pax Americana. Ich denke, die können wir dann halt als historisch abgeschlossen betrachten. Nur das, so weit würde ich dann schon gehen. Und ja, und diese neue Machtkonkurrenz, so, die wird eher zunehmen als abnehmen. Wohin das dann alles in allerletzter Konsequenz führt, das ist schwer vorherzusagen, aber diese Konkurrenzsituation, vor allem mit China, die wird eher zunehmen. Aber das muss, wenn ich das noch ergänzen darf, das muss nicht zwingend das Ende der Pax Americana bedeuten, nämlich gerade durch die Annahme von Konkurrenz, die Annahme von neuen Wettbewerbern und als Anreiz zu verstehen, sich quasi neu zu erfinden, innovativ zu sein, die Gesellschaft und die Wirtschaft neu auszurichten. In dieser Grundhaltung steckt natürlich die große Chance, wiederum auch wirtschaftlich einen Relaunch hinzubekommen. Also es gibt eigentlich keinen Beleg dafür in der Wirtschaftsgeschichte auch, dass letztendlich das Ende einer Ökonomie mehr oder weniger unausweichlich ist, sondern es ist eher die Frage, wie flexibel kann ich mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen. Ja, da hast du recht. Das könnte natürlich auch positive Impulse senden. Allerdings sind die jetzt aus meiner Perspektive im Moment nicht zu erkennen. Vor allem nicht, wenn dann halt darüber gestritten wird, komm, wir holen jetzt die Fabrikjobs wieder zurück nach Amerika. Ja, also das ist ist ja völlig richtig. Das ist ja genau. Also ganz grundsätzlich würde ich dir da vollkommen zustimmen. Aber jetzt so wie da im Moment drüber diskutiert wird, würde ich diese Hoffnung nicht zu groß aufhängen. Das ist richtig, ja. Okay, wir sind damit auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Es wird spannend bleiben zu sehen, wie die USA eben auch nach diesem Jubiläum 250 Jahre des nationalen Bestehens sich weiter in der Welt einfügen und positionieren werden. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like, abonniert gerne unseren Kanal. Wir bedanken uns und es verabschieden sich Amadeus Quist, Sebastian vom Brefort und Werner Halfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.